Hallo, ich bin Matthias und das ist Ronja. Gemeinsam laufen wir über die Alpen auf dem L1 von Meran nach Garmisch. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, der Link ist oben rechts eingeblendet. Selbst nach 3 Tagen Zwangspause fühlen wir uns immer noch krank. Und unser Ziel liegt bedrohlich hoch. Oben über uns schaffen wir die 1800 Höhenmeter. Am Bernakter Stausee machen wir noch Frühstückspause. Unsere Haut kribbelt und die Spannung in der drückenden Luft spüren nicht nur wir. Mit einem mulmigen Gefühl beginnen wir den Aufstieg in die Berge. Je höher wir kommen, desto stärker verändern sich die Gerüche und die Eindrücke. Der Heuwiesenduft wandelt sich in Almwiesenduft und der Wind trägt immer wieder den Geruch von Tannen- und Fichtenharz über die Wiesen und Almen. Nun liegen gewaltige Strecken und sehr viele Höhenmeter vor uns. Denn die 3 Tage Pause bringen unseren Zeitplan gewaltig durcheinander. Unterwegs begegnet uns eine coole Pflanze, ein Zypressenwolfsmilchgewächs. Es kann schon bei Kontakt mit der Haut giftig sein. Ich würde hier gerne rein. Wir gewinnen eine Herde neuer Freunde. Der Weg ist versperrt, die Kühe halten. Später springen wir weiter hinten über den Zaun und kommen sicher über diese Weide. Der Weg führt weiter entlang von klaren Gebirgsbächen hoch hinauf. Und nur der Blick zurück lässt erahnen, was noch vor uns liegt. Wir machen regelmäßig Pause. Mir geht es mittlerweile schon besser, aber Ronja braucht immer noch sehr viel Ruhe. Der Wind wird immer stärker und die Temperaturen fallen, bevor das Gewitter beginnt. Den Rest des Tages haben wir leider immer wieder den Regen im Gesicht. Aber zum Glück lässt sich auch immer mal wieder die Sonne blicken. Immer wieder treffen wir auf Schreine, Relikte einer anderen Zeit, einer Zeit, in der Religion viel wichtiger war. Dennoch machen sie uns bedächtig und erinnern uns daran, wie gefährlich die Berge sein können. Unterwegs treffen wir auf Hütten vergangener Tage und wir fragen uns, von wann diese Hütte ist. War Ötzi vielleicht damals schon hier? Denn die Fundstätte von Ötzi ist nicht fern. Am Nachmittag erreichen wir den Pass mit der Similaunhütte und seinem Blick auf den Similaun und seine Gletscher. Hier teilen wir uns eine Suppe und ziehen schnell weiter, um der Kälte der Nacht zu entgehen, denn wir wollen weiter ins Tal absteigen. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns und erst nach der Martin-Busch-Hütte wird es flache Stellen zum Übernachten geben. Ein Konflikt beginnt in uns, der Konflikt zwischen Müdigkeit und Bequemlichkeit. Sollen wir bis nach Wend laufen oder schlagen wir irgendwo unten im Fluss unser Tab auf? Mit diesem inneren Konflikt ist es nicht leicht, die volle Martin-Busch-Hütte links liegen zu lassen und in die Schlucht zu laufen, in der wir noch weit laufen müssen, bis wir wieder am Fluss sind. Mit seinen leuchtenden Blüten säumt der blaue Eisenhut immer wieder unseren Weg und lässt uns die Strapazen des Aufstiegs vergessen. Am Ende des Tages begleiten uns noch ein paar Schafe. Sie scheinen uns zu ermuntern, weiterzulaufen. Es fühlt sich an, als wären die Schafe nun unsere Hirten.
Am nächsten Tag laufen wir noch vor Sonnenaufgang nach Venn. Die Nacht war kalt und wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir sind da von Venn bis nach Lengenfeld mit dem Bus gefahren, weil da muss man relativ viel Straße laufen. Natürlich heißt es auch, dass wir das Atterkajoch übersprungen haben. Das ist für mich gut, weil ich ja Höhenangst habe und deswegen bin ich ganz froh. Aber ich glaube, wir haben da leider ein Stück Berge verpasst. Heidelbeeren, Farne und Wälder zeichnen den Umweg bis nach Gries aus und sind definitiv eine gute Alternative zum L1. Wir genießen die warme Sonne auf unserer Haut und auch unsere feuchte Ausrüstung ergießt sich über die warmen Steine zum Trocknen. So kann man sich schon gehen lassen, oder? Heute geht es wieder hoch in die Berge und mal schauen, wo wir heute Nacht übernachten können. Die wahre Magie eröffnet sich uns erst beim Aufstieg zur Winnebach-Seehütte. Der omnipräsente Wasserfall kommt mit jedem Schritt näher. Und seine Atmosphäre lässt uns den Alltag vergessen und vergnügt die Seele. In einer Kurzschlussreaktion buche ich 2 Schlafplätze in der Zwieselbach-Sennhütte, 10 Kilometer entfernt, ohne auf die Uhr zu schauen. Ronja ist mit diesem Plan nicht besonders zufrieden. Und auch ich merke schnell, dass dieser Abend lang und dunkel werden wird. Traumhaft. Hier haben wir einfach nur die Worte, wunderschön. Und niemand da, einfach alleine. Und uns geht es mittlerweile wieder besser. Wir haben jetzt gerade 1000 Höhenmeter, 1100, 1200 hinter uns und versuchen vielleicht zur nächsten Hütte zu kommen. Wir wissen nicht, ob die voll ist. Die Sonne umschmeichelt bereits die Gipfel und taucht das Tal in wunderbar schönes Licht. Vom Zwieselbachjoch haben wir eins der schönsten Alpenpanoramen unserer gesamten Reise. In der Entfernung sehen wir sogar die Wildspitze. Mit Erschrecken müssen wir feststellen, dass die Nordseite noch relativ viel Schnee hat und der Weg sehr schwierig zu laufen ist. Ich hoffe, wir schaffen es diesen Abend noch bis zur Hütte. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, begleitet uns doch in Teil 3. Wir haben unseren schwierigsten Pass, aber auch die schönsten Stellen definitiv noch vor uns. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, hinterlasst mir ein Abo und aktiviert die Glocke. Und schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch dieser Abschnitt der Reise gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.